Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Das erste Event in FIFA 23 ist soeben gestartet mit dem Wants to Watch, kurz OTW-Event, und das beinhaltet Spieler, welche einen Transferwechsel zur neuen Saison vollzogen haben und somit ihren neuen Verein präsentieren. Und die Karten haben viele Besonderheiten, darauf gehe ich gleich ein bisschen ein, und in diesem Video kümmern wir uns um Franck Kessie, der zu Barcelona gewechselt ist. Ich weiß nicht mehr grundsätzlich seinen Ursprungsverein, das wisst ihr sicherlich besser. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, da greife ich vielleicht noch ein bisschen Interaktion ab von euch. Auf jeden Fall, wir schauen uns den Spieler an und dann gehen dann auch in die SBC-Lösung. Und meine persönliche Meinung gibt es nochmal on top, ob man die Karte vielleicht mitnehmen sollte oder vielleicht lieber sein lassen sollte, sie nicht mitzunehmen. Der Spieler kostet euch übrigens so circa 70.000 bis 75.000 Coins. Und jetzt gehe ich nochmal ganz kurz auf das OTW-Event ein. Die Karten sind upgradefähig. Sie bekommen ein Upgrade für eine Team of the Week Nominierung. Also kurz, wenn Sie eine Team of the Week Karte bekommen für besondere Leistungen in einem Ligaspiel oder Nationalmannschaftsspiel, dann gibt es ein Upgrade von +1. Außerdem bekommen Sie noch ein permanentes Upgrade. Also die Upgrades sind dann permanent und Sie können, es gibt ja ein First Inform, Second Inform, also das können die Leute alles bekommen, und von daher ist diese Karte, das ganze FIFA-Teil über upgradefähig. Und zusätzlich gibt es dann noch ein Upgrade für den Verein, und das gilt dann ab heute, wenn sie in den nächsten 8 Spielen 3 Siege holen, und ich denke mal, Barcelona wird safe schon mal einen Sieg holen, gibt es auch nochmal ein Upgrade von +1. Und außerdem, ich weiß jetzt nicht, ob die Elfenbeinküste an der WM teilnimmt, und wenn sie das denn tun würde, dann bekommt er nochmal ein zusätzliches Upgrade, wenn die Nationalmannschaft einen Sieg einfährt. Okay, das soll es gewesen sein, und jetzt nun zu Kessie im Einzelfall. Die Karte ist ja grundsätzlich schon mal sehr, sehr gut. Ich gucke mir mal die Goldkarte Kessie an, und ich glaube, der war auch gar nicht so wenig wert. Er kostet zum jetzigen Zeitpunkt ca. 20.000 Coins, ist natürlich jetzt aufgrund dieser SBC ordentlich gefallen, denn kurz zuvor hat er noch fast das Doppelte gekostet. Hat vermutlich auch keiner gerechnet, dass diese Karte so günstig wird. Man muss sagen, diese Karte, ich finde sie für einen Barcelona-Spieler mit den Stats, finde ich sie günstig, und ich persönlich werde sie mitnehmen. Sie ist ja zwar jetzt noch gleich gut wie die normale Goldspielerkarte, hat aber den Vorteil, schönes dynamisches Bild und, wie gesagt, oder wie auch schon aufgezählt, upgradefähig. Also ich nehme die Karte mit, auch mit 93 Ausdauer, jetzt schon eine Karte, die man sehr, sehr gut am Anfang spielen kann. 4 Sterne schwacher Fuß, Arbeitsraten hoch, was will man da eigentlich mehr? Okay, das noch meine persönliche Meinung und wie ich das Ganze dann machen werde. Also die Karte nehme ich mit, auch wenn es natürlich 70.000 Coins oder bis maximal 75.000 Coins hat nicht jeder auf der Uhr rumliegen. Muss man für sich entscheiden. Also wenn ihr euer Team damit verbessern könnt, wenn ihr jetzt schon wisst, ich baue ein La Liga Team, dann auf jeden Fall. Okay. Dann mit den SBCs haben wir 3 an der Zahl. Es gibt natürlich auch noch ein paar kleine Packs, die euch das noch ein bisschen versüßen. Die sind alle tradable. Die erste SBC hat folgende Bedingungen. FC Barcelona, da brauchen wir mindestens einen Spieler, 86 Gesamtbewertung. Da brauchen wir auch einen Spieler, Teamgesamtbewertung sonst 83 und 11 Spieler. Die erste SBC, die kostet euch zum aktuellen Zeitpunkt ca. 15.000 Coins. Hier habt ihr die Auflistung von den Spielern, und ich würde sagen, ich gehe hier einmal trotzdem nochmal stillschweigend durch die Spieler durch. Let's go. Und damit ist die erste SBC schon gelöst. Ihr könnt das dann einfach hier weil man braucht ja keine Chemie mehr. Ihr könnt das einfach so random hinzufügen, ist egal. Ihr könnt auch einen Kier einfach in den Sturm stellen und den Kramaric
in die IV, das spielt keine Rolle mehr. Außer ich würde es euch jetzt nochmal, sonst würde ich es euch natürlich auch anders präsentieren. Aber das kann ja jeder von euch einfach die Spieler dann irgendwie beliebig hier hinzufügen. Und damit haben wir die erste SBC erledigt. Und ich würde sagen, gehen wir zur zweiten. Und die heißt La Liga. Und hier haben wir folgende Bedingungen. La Liga brauchen wir mindestens einen Spieler, eine 86er Gesamtbewertung wird benötigt und eine Teamgesamtbewertung von 84 und natürlich auch wieder 11 Spieler. Und das sind die 11 Spieler. Und auch hier würde ich sagen, entweder macht ihr es so oder ich gehe jetzt noch einmal fix durch. Let's go. Und damit hätten wir auch die zweite SBC erfolgreich abgeschlossen. Naja, das könnt ihr jetzt selber hinzufügen. Das spielt jetzt keine Rolle. Dann würde ich sagen, jetzt gehen wir zur letzten SBC und dann haben wir es schon geschafft. Die zweite SBC kostet euch übrigens ca. 21.000 Coins. 88er Gesamtspieler, also ein Spieler mit einer Gesamtbewertung von 88 wird hier erfordert. Hier haben wir Keylor Navas genommen und eine Teamgesamtbewertung von mindestens 85 wird erfordert. Und natürlich auch wieder 11 Spieler. Das sind die 11 Spieler und ich würde sagen, ich gehe auch hier einmal fix durch. Let's go. Und da brauchen wir noch den Kostic, den habe ich nicht gezeigt, aber den kennt ihr ja. Okay, das soll es soweit gewesen sein. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Karte, falls ihr ihn abschließt. Gerne mal euer Feedback, also euer Feedback zum Cassie oder zum OTW-Event gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde mich sehr freuen, gerne auch mal ein Like da lassen und falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr mich auch gerne komplett kostenfrei abonnieren. Ich wünsche euch viel Spaß in FIFA, habt einen schönen Abend. In diesem Sinne, reingehauen, wiederschauen. Peace.